Heute eine Kurzgeschichte zum Thema Familienbesuch. Hallo, guten Tag und herzlich willkommen auf meinem Kanal German Fräulein. Heute lese ich euch eine Kurzgeschichte vor zum Thema Familienbesuch. Los geht's! Gestern habe ich meine Familie besucht. Meine Eltern haben meine 2 Geschwister und mich zum Essen eingeladen. Da wir alle 3 schon erwachsen sind, sehen wir uns nicht mehr so häufig wie früher, also selten. Ich erzähle euch, wie mein Tag so abgelaufen ist. Nachdem ich meine Wohnung verlassen habe, stieg ich in mein Auto und fuhr zum Haus meiner Eltern. Auf der Fahrt hörte ich laute Musik und sang glücklich bei den Liedern der 80er Jahre mit. Nach 2 Stunden hatte ich mein Ziel erreicht und parkte mein Auto vor dem Haus meiner Eltern. Ihr Hund Hasso empfing mich mit lautem Gebell am Gartentor und meine Mutter öffnete die Tür. Wir umarmten uns und gingen zusammen rein. Meine Mutter und ich brühten uns einen Kaffee auf und wir setzten uns auf den Balkon, redeten über meinen Job und meine Mutter fragte mich, ob die Fahrt anstrengend war. Wir genossen die Ruhe auf dem Balkon und den heißen Kaffee. Ich fragte meine Mutter, wo denn mein Vater sei, und sie antwortete, dass er meine beiden Brüder vom Bahnhof abholt und sie jeden Moment zurück sein müssten. Kaum hatte meine Mutter das ausgesprochen, fuhr mein Vater mit seinem Auto vor und hupte. Wir liefen vor die Tür und die ganze Familie umarmte sich. Wir gingen nun alle in das Haus und setzten uns in die Küche. Der Tisch war bereits gedeckt und meine Mutter holte einen großen Braten aus dem Ofen. Das duftete so gut. Dazu servierte sie Semmelknödel und verschiedene Salate. Uns allen lief das Wasser im Mund zusammen. Das ist ein Sprichwort auf Deutsch, wenn etwas super lecker aussieht und man es essen möchte. Nachdem wir uns alle satt gegessen hatten, fingen meine Brüder und mein Vater an, über Politik zu diskutieren und meine Mutter erzählte mir, dass sie sich jetzt für einen Yogakurs angemeldet hatte. Sie freut sich schon sehr darauf. Typisch deutsch tranken wir nach dem Essen noch eine Tasse Kaffee und aßen ein Stück selbstgebackenen Kuchen. Es gab Bienenstich. Das ist ein super leckerer Kuchen mit einem sehr lustigen Namen. Leider verging dieser Tag sehr schnell und wir mussten uns am späten Nachmittag auch schon wieder verabschieden. Wir drückten uns zur Verabschiedung und jeder war etwas traurig. Bei der Fahrt nach Hause sang ich wieder zu der Musik aus dem Radio. Aber dieses Mal hörte ich Musik aus den 90er Jahren. Ende. Das war es schon wieder für heute. Vielen, vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt. Ich hoffe, ihr konntet viel lernen und ganz viel verstehen. Das ist ja das Wichtigste. Und ich wünsche mir sehr, dass wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Tschüss, bis bald und auf Wiedersehen. Und lasst ein Abo da gerne. Ciao!